Hallo liebe Kölner und FC Bayern-Fans. Ja, heute gibt's meine Bundesliga-Prognose für den ersten FC Köln gegen den FC Bayern München am 17. Bundesliga-Spieltag. Hallo und willkommen zurück auf Werners Fußballecke. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, der FC empfängt am Mittwoch zum 17. Spieltag Bayern München zu Hause im Rhein-Energiestadion. Heute gibt's in diesem Bundesliga-Video alle wichtigen Infos rund um dieses Spiel. Dazu die mögliche Kölner Aufstellung von Trainer Lukas Kwasniok, wie natürlich auch für alle FC Bayern-Fans die mögliche Bayern-Startelf von Vincent Kompany. Schaffen die Kölner die Sensation oder holen die Bayern wieder 3 Punkte? Bevor wir gleich reinstarten in meine Bundesliga-Prognose, schreib deinen Fußballtipp für den ersten FC Köln gegen den FC Bayern in die Kommentare. Ich danke dir auch schon mal für einen Daumen hoch und für das Video und vergiss nicht, meinen Fußballkanal Werners Fußballecke zu abonnieren. So, dann ab in meine Köln gegen Bayern Bundesliga-Vorschau. Ja, hier sehen wir schon mal kurz die Aufstellung beider Teams von Köln-Trainer Kwasniok und Bayern-Trainer Kompany. Bevor wir uns aber gleich ausführlicher über beide Teams unterhalten, gibt es erst noch ein paar spannende Infos rund um dieses Bundesligaspiel. Ja, hier sehen wir die aktuelle Fußball-Bundesliga-Tabelle vor dem 17. Spieltag. Die Kölner nach ihrem 2:2 Unentschieden am Wochenende in Heidenheim mit 17 Punkten auf Platz 11 und die Bayern natürlich weiterhin auch nach ihrem Super 8:1 Sieg gegen Wolfsburg auf Platz 1. Natürlich wird das jetzt ein mega schweres Heimspiel für den FC, was Punkte holen angeht, denn aktuell aber braucht Köln schon jeden Punkt. Für mich persönlich wird der erste FC Köln nichts mit dem Abstieg zu tun haben, aber dennoch sind es aktuell schon nur noch 5 Punkte Vorsprung zum Relegationsplatz 16. Und sind wir ehrlich, jetzt ein Sieg gegen die Bayern wäre schon eine Sensation. Aber hey, alles ist möglich im Fußball. Ja, und der FC Bayern nach ihrem Mega-Auftritt beim 8:1 Heimsieg gegen Wolfsburg mit jetzt dann bereits 11 Punkten Vorsprung zu Platz 2 bzw. Borussia Dortmund. Heißt auch, der BVB zum Beispiel müsste ab jetzt mindestens schon mal 3 oder eigentlich sogar 4 Spiele mehr gewinnen als Bayern München, um überhaupt noch eine Chance auf Platz 1 zu haben. Geschweige denn von Leverkusen, Leipzig und Co. Aber sind wir ehrlich, nur der FC Bayern selber kann sich den Titel höchstens selber noch verbauen. Hier sehen wir auch gerade nochmal die letzten 5 Spiele von Köln und den Bayern in der Bundesliga. Ja, der FC ist mittlerweile seit insgesamt 7 Spielen ohne Sieg. Den letzten Dreier gab es am 9. Spieltag zu Hause beim 4:1 gegen den HSV. Seitdem gab es 4 Niederlagen bzw. 3 Unentschieden für das Team von Trainer Lukas Kwasniok. Natürlich darf man dabei auch nicht vergessen, die Kölner haben schon aktuell sehr viele verletzte Spieler bzw. gerade auch in der Abwehr. Schaut man sich die aktuelle Bundesliga Heimtabelle an, liegt der erste FC Köln mit 2 Heimsiegen, 2 Unentschieden, aber auch schon 3 Niederlagen mit 8 Punkten nur auf Platz 15. Da ist der FC aktuell mit 9 Punkten und Platz 10 auswärts sogar noch ein bisschen erfolgreicher. Dazu gab es die Partie auch schon mal in dieser Saison richtig, und zwar im DFB-Pokal in der 2. Runde. Da gewann die Bayern mit 4:1 in Köln. Aber auch diese Niederlage könnte man etwas Positives nehmen, denn der FC ging immerhin durch Ragnar Ache mit 1:0 in Führung. Aber ja, jetzt zu Hause müssen die Kölner schon ihr bestes Spiel zeigen, um Punkte zu holen. Bevor wir gleich über die möglichen Aufstellungen sprechen, schauen wir uns noch kurz an, wer denn die Tore für Köln bzw. Bayern schießen könnte. Ja, hier sehen wir die aktuell erfolgreichsten Torschützen und Vorlagengeber beider Teams in der Bundesliga. Klar, beim ersten FC Köln ist es Shootingstar Said El Mahler mit jetzt schon 7 Bundesligatoren und damit der erfolgreichste Torschütze
in Köln. Aber auch immerhin schon mit 3 Torvorlagen. Heißt auch, Elmalah war direkt an 10 Kölner Toren beteiligt. Allerdings ist es um die Offensive wie zum Beispiel Kaminski, Ache oder auch Bülter in den letzten Bundesligaspielen ruhiger geworden. Für mich aber hat der 1. FC Köln gerade mit diesen Spielern, dazu noch mit Said Elmalah, eigentlich schon eine sehr gute Bundesliga-Offensive im Vergleich zu den anderen Teams. Dazu kommt jetzt vielleicht auch noch das neue Talent im Sturmbereich, Finn Schenten. Er konnte ja jetzt gegen Heidenheim sogar sein Bundesliga-Startelfdebüt feiern und das gerade mal mit 18 Jahren. Gerade in der UEFA Youth League konnte Schenten mit 5 Toren in nur 4 Spielen überzeugen. Ja, vielleicht ein neuer Podolski am Kölner Fußballhimmel. Ja, und beim FC Bayern überragt natürlich ein Harry Kane mit aktuell 20 Saisontoren nach 16 Spieltagen. Und ja, was für ein Traumtor von Kane jetzt gegen Wolfsburg. Dazu muss man natürlich auch Michael Olise und Luis Diaz genauso nennen. Gerade ein Olise, Rechtsaußenspieler, aber schon 9 Tore, wie aber auch 11 starke Torvorlagen. Eine Megabilanz und wir haben gerade mal den 17. Spieltag. Dazu natürlich auch ein Diaz, wie aber auch natürlich Megatalent Lennart Kahl. Gegen so eine Mega-Offensive muss natürlich ein ganzes Team mit in der Defensive mitarbeiten. Und auch von der ersten Minute auf Zack sein. Die Kölner Devise muss heißen, laufen, rennen, ackern, kämpfen und das über mindestens 90 Minuten. So, liebe FC- und Bayern-Fans, jetzt schauen wir uns die möglichen Aufstellungen beider Mannschaften genauer an. Fangen wir an mit der vielleicht Startelf von Köln-Trainer Kwasniok für das Spiel jetzt gegen die Bayern. Ja, so auf den ersten Blick ist es fast dieselbe Startelf wie zuletzt in Heidenheim. Wie vorhin schon mal erwähnt, fehlen Köln-Trainer Lukas Kwasniok zum Beispiel schon mal 4 Spiele alleine in der Abwehr. Dazu kommt dennoch mit Rot gesperrte für das Spiel jetzt Raf van den Berg. Wie auch wegen seiner 5. gelben Karten jetzt fehlt auch Erik Martel. Dazu muss man aber auch sagen, hat Winter-Neuzugang Simpson Poussey schon ein sehr gutes Spiel jetzt gegen Heidenheim in der Kölner Abwehr gemacht. Allerdings stellt sich die Kölner Abwehr schon quasi alleine auf, inklusive Torwart gegen die Bayern. Natürlich Schwebe im Tor. Dann könnte ich mir jetzt dann vorstellen, Cenk Özkazar, Sebu Lonsen und halt Neuzugang Simpson Poussey. Gut, Christopher Lund könnte man auch in der Not auch noch in die Dreier-Abwehrkette stellen. Viel mehr Auswahl hat Trainer Kwasniok dann auch nicht mehr wirklich. Außer klar, er nimmt vielleicht noch einen Mittelfeldspieler mit in die Abwehrkette. Aber das hier wäre für mich daher erstmal schon mal die Kölner Abwehr gegen die Bayern. Im Kölner Mittelfeld würde ich großartig zum Heidenheim-Spiel nicht viel ändern. Außer ich würde schon Isaac Johannesson für Dennis Hussein Basic bringen. Dazu den sehr starken Castro Montes. Er hat die Kickernote 2 gegen Heidenheim bekommen und war so mit der beste Spieler beim 1. FC Köln. Dann ebenfalls weiterhin Tom Kraus und auf der rechten Seite Jan Tillmann. Ja, und in der Kölner Offensive muss für mich persönlich auf jeden Fall Said Elmalah über links außen in die Startelf rücken. Wenn ein FC-Spieler den Unterschied aktuell machen kann, dann auf jeden Fall Elmalah. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Bayern-Abwehr alleine bei dem Namen Elmalah schon ein bisschen zusammenzucken würden. Also ganz klar Startelf. Gut, dafür würde dann, weil auch Kaminski gehört mit seinem Potenzial in die erste Elf, müsste er über rechts kommen. Ja, und im Sturm würde ich weiterhin auf Ragnar Ache setzen. Er hat die Kölner immerhin im Pokal gegen die Bayern mit seinem Tor in Führung gebracht. Dazu hätte Köln-Trainer Kwasniok mit Bülter, Maina, aber auch Schenten immerhin noch Auswahl, was die Offensivposition in der zweiten Hälfte angeht. Also ja, das hier wäre meine Kölner Aufstellung für das Heimspiel jetzt gegen die Bayern.
Wenn der FC zu Hause was holen will, muss man von der ersten Minute hochkonzentriert sein und bleiben bis mindestens 95 Minuten und auch selber versuchen, ihr Spiel dem Bayern aufzudrängen, so wie in der ersten Hälfte im DFB-Pokal. Dazu müssen alle Kölner Spieler in der Defensive mit aushelfen und selbst schauen, wenn den Ball schnell nach vorne zu passen bzw. auf schnelle Konter zu setzen. Wenn alles passen würde, ja dann könnte vielleicht sogar etwas zu holen sein zu Hause gegen die starken Bayern. Ja, liebe FC-Fans, wie würdest du die Kölner aufstellen? Ab damit in die Kommentare. So, liebe FC Bayern-Fans, jetzt schauen wir uns mal die mögliche Kompanie-Aufstellung genauer an. Ja, liebe FCB-Fans, was für ein Spiel bzw. Sieg beim 8:1 gegen den VfL Wolfsburg. Gerade die zweite Hälfte war echt super, was da Luis Diaz und gerade Michael Olise gezaubert haben. Und dazu auch noch das Zaubertor von Harry Kane. Also klar, so viel müsste Bayern-Trainer Kompanie jetzt gegen den 1. FC Köln gar nicht viel ändern. Dennoch wird er was wechseln und auch das ist gut so, schon ein bisschen rotieren zu lassen. Denn nicht vergessen, am Samstag steht das nächste Topspiel für die Bayern an. Beim Auswärtsspiel, ja, bei RB Leipzig. Ich gehe erstmal davon aus, dass Kompanie in der Abwehr zum Spiel gegen Wolfsburg nicht viel ändern wird. Heißt, Manuel Neuer im Tor. Ja, leider hat sich Stanisic dann doch mehr verletzt gegen Wolfsburg, als man gedacht hat. Er soll wohl leider schon ein paar Tage mehr ausfallen. Dafür könnte dann Itu oder auch vielleicht schon wieder Alphonso Davies von Anfang an spielen. Gut, und auf der Rechtsverteidigerposition natürlich Konrad Laimer. Und in der Innenverteidigung Tah und Upamecano. Dann könnte natürlich Kompanie je nach Spielverlauf ein Alphonso Davies, Kim Itu in der zweiten Hälfte bringen, um Tah, Upamecano oder auch vielleicht Laimer eine Pause zu gönnen. Oder aber er lässt von Anfang an zum Beispiel wieder Tom Bischoff über die Linksverteidigerposition kommen. Aber das hier wäre schon mal meine Bayern-Abwehr für das Spiel in Köln. Gut, im Mittelfeld denke ich mal, wird Joshua Kimmich noch pausieren. Daher wird Pavlovic wie gegen Wolfsburg auf jeden Fall in der Startelf stehen. Um ein bisschen mehr Defensive ins Mittelfeld zu bringen, könnte dann Goretzka anstatt Bischoff wieder in die Startelf zurückkehren. Ja, und im offensiven Bereich hat Kompanie natürlich die Qual der Wahl. Anstatt Lennart Kall könnte auch Serge Gnabry von Anfang an spielen. Wenn es nach mir gehen würde, wäre Lennart Kall aber auf jeden Fall in der Startelf auch gegen Köln gesetzt. Dazu wird zum Start auf jeden Fall Luis Diaz über links außen kommen. Er bringt einfach so viel Power und Torgefahr mit, also dieser Transfer von den Bayern war wirklich mega stark. Über rechts außen natürlich Michael Olise, was er spielt seit er bei den Bayern ist, einfach mega. Olise hat in 50 Bundesligaspielen bis jetzt 21 Tore erzielt und 29 Tore vorbereitet. Und das hat so schnell noch kein Spieler vor ihm geschafft. Und nicht vergessen, Michael Olise ist auch erst 24 Jahre alt geworden. Natürlich hoffen alle Bayern-Fans auf eine Rückkehr von Jamal Musiala. Ich bin mal gespannt, ob er eventuell in den letzten 20 Minuten ins Spiel kommt. Aber auch nur, wenn das Spiel eventuell bis dahin, sagen wir mal, ja, entschieden wäre. Und im Sturm natürlich Harry Kane. Auch Kane hat ein super Spiel gegen Wolfsburg gemacht. Ja, diesmal wieder ein bisschen mehr aus dem Mittelfeld heraus. Und ja, was der für ein Auge und Pässe spielen kann, einfach super. Was vielleicht ein bisschen untergegangen ist, Harry Kane hat in den letzten 4 Bundesligaspielen 6 Tore erzielt. Ebenfalls wieder eine super Quote. Also ja, liebe FC Bayern-Fans, das hier könnte die Kompanie-Aufstellung für das Auswärtsspiel jetzt beim 1. FC Köln schon sein. Wenn die Bayern so konzentriert von Anfang an spielen wie gegen Wolfsburg, ihr Spiel durchbringen, den Gegner unter Druck setzen und sich gerade wie in der zweiten Hälfte so viele Torchancen herausspielen könnten, ja, dann sollte
auch dieses Bundesligaspiel in Köln gewonnen werden. Aber was nicht passieren darf, ist, dass man die Kölner unterschätzt. Denn dann, bei so einem Mega-Publikum in Köln, kann das auch nach hinten losgehen. Also 100% konzentriert und dann 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Ja, liebe Bayern-Fans, wie würdest du den FC Bayern aufstellen? Ab damit in die Kommentare. Ja, mein Bundesliga-Tipp für den 1. FC Köln gegen den FC Bayern München ist ein 1:3 Auswärtssieg der Bayern. Was tippst du? Ab damit in die Kommentare. Hat dir meine Bundesliga-Prognose gefallen? Dann danke ich dir für einen Daumen hoch und natürlich für ein Abo für Werners Fußballecke. Also dann, euren Teams die Daumen drücken, bleibt sportlich und wir sehen uns. Tschüss.